Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ist die Zeit vor Silvester für Sie als Hundebesitzer ein Horror-Szenario? Kommen Sie so halbwegs mit Ihrem Hund da durch oder haben Sie und Ihr Hund überhaupt kein Problem damit? Schussfest, schussempfindlich, Schussangst. So nannten wir das damals am Platz. Ich würde sagen, sehen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Also, bis gleich. Schussempfindlichkeit, Schussfestigkeit, Schussangst. Den Begriff Schuss können Sie gerne auch mit Knall, Geräusch oder Lärm austauschen. Ganz wie Sie wollen. Nun, wie komme ich auf dieses Video? Vor 2 Tagen traf ich beim Spaziergang mit Vito auf einen mir gut bekannten Hundebesitzer mit einer Hündin an der Leine, die gern mal mit Vito herumulkt. Wir unterhielten uns über allerlei Dinge. Es kam aber auch das Thema Silvester zur Sprache. Ja, wir stehen kurz vor September. Dann folgt der Oktober und da wird es schon langsam interessant mit der Knallerei. Sie wissen, wie das heute ist. Ja? Ich hörte von ihm, dass er Sorgen geplagt durch die Silvesterzeit geht mit seiner Hündin da, die teilweise vor Angst fast kollabiert, wenn es draußen knallt und auch höchsten Respekt oder Furcht vor heftigem Gewitter zeigt. Er meint, es ist also ziemlich schussempfindlich, worauf ich erwiderte, denn das ist ausgewachsene Schussangst, so wie du mir das erklärst. Ja, daraufhin unterhielten wir uns etwa 20 Minuten lang über die Unterschiede von Schussfestigkeit, Schussempfindlichkeit und Schussangst und das bewegte mich dazu, dieses Video heute zu bringen. Die Eigenschaften Schussfestigkeit und Schussempfindlichkeit wissen alle meine Hunde vor. Oder weist mein aktueller Hund Vito vor. Boris, mein erster Hund, entwickelte sich vom schussfesten zum schussempfindlichen Hund. Wieso? Das werde ich im Laufe dieses Videos noch erzählen. Attila, mein zweiter Hund, war zu 100% schussfest. Giro, mein leider viel zu früh verstorbener Tosaino, war ebenfalls schussfest. Und Vito entwickelte sich so wie Boris von schussfesten zum schussempfindlichen Hund. Auch diese Geschichte oder diese Entwicklungsgeschichte möchte ich Ihnen noch kurz in diesem Video erzählen. Ja. Zum Glück blieb mir bis jetzt der seelische Stress erspart, welcher nicht zu unterschätzen ist. Welchen viele Hundebesitzer erfahren, wenn sie sorgengeplagt Zeuge davon sind, wie ihr Hund zu Silvesterzeiten vor Angst fast kollabiert. Da kenne ich die schlimmsten Geschichten. Ja. Bei unserem Platz trainierten nicht nur schussfeste Hunde bei der Schussarbeit mit, auch viele schussempfindliche waren da mit Elan dabei. Die Schussarbeit fand natürlich immer nach der Unterordnung statt, so wie es nun mal gang und gäbe ist. Bekannterweise wird bei der Schussarbeit auch in die Luft geschossen. Klare Sache. Bei uns waren das Platzpatronen im Kaliber 9 mm und 6 mm. Sehr laut sind beide, die 9er etwas dumpfer im Knall, die 6er etwas heller. Die 6er manchmal etwas unangenehmer für das Hundeohr als die kräftigere 9er. Ist so. Einige der Mitglieder unseres Clubs, welche aufgrund der Schussangst ihrer Hunde nicht an der Schussarbeit teilgenommen haben, die verließen den Platz nach der Unterordnung in Richtung nach Hause. Andere wiederum, welche nach dem Training noch gemütlich zusammensitzen wollten, begaben sich mit ihren Hunden während der Schussarbeit außerhalb des Platzes aufs Feld, etwas abseits der Knallerei, und kehrten danach wieder zurück. So war das nun mal. Ja. Nun, wie ist das jetzt mit diesen 3 Einstellungen des Hundes zum Thema? Kann man Schussfestigkeit antrainieren? Was ist der Unterschied zwischen schussfest und schussempfindlich und ist es möglich, Schussangst zu therapieren? Und das ist vielleicht die Frage, die die meisten Zuseher hier interessiert. Ich möchte Ihnen aber gleich sagen, liebe Zuseher, alles, was Sie hier zu hören bekommen, basiert auf persönlicher Erfahrung mit meinen Hunden und unzähligen Hunden
anderer Besitzer in vielen Jahren intensiven Hundesport. Was so viel bedeutet wie, das ist meine Meinung aufgrund meiner Erlebnisse zum Thema. Sie müssen also immer davon ausgehen, dass das für mich so ist und ich davon überzeugt bin. Ja, wenn der Waraschitz-Ferl aus Wien das anders sieht, dann ist das auch gut. Sehen wir uns mal völlig unkompliziert erklärt an, wie es da mit den Unterschieden dieser drei Eigenschaften aussieht. Ja. Nun, wenn ein fallender Kochtopf, das kann schon ziemlichen Wirbel machen, zwar die Aufmerksamkeit des Hundes erregt, ihn aber nicht dazu bewegt, aufzuspringen und Deckung zu suchen. In eine heftig zugeschlagene Autotür beim Spaziergang zwar dazu verleitet, den Verursacher zu lokalisieren, aber dann auch nicht mehr interessiert. Wenn ihm lauter Donner bei heftigem Gewitter überhaupt nicht tangiert, seine Sorge eher den Regentropfen gilt. Die geisteskranke Auswüchse annehmende Silvesterknallerei völlig kalt lässt und er im November und Dezember nicht unruhiger ist beim Spaziergang als in anderen Monaten und der Schuss bei der Schutzarbeit für ihn ein Teil höchst erfreulicher Tätigkeit ist, dann würde ich diesen Hund als absolut schussfest bezeichnen. Der schussempfindliche Hund wird bei fallendem Kochtopf höchstwahrscheinlich erschrecken, aufspringen und zurückweichen, sich dann langsam der Situation vergewissern und nach Erkennen der Ursache recht schnell wieder runterkommen und sich wieder zur Ruhe begeben. Eine unerwartet neben ihm heftig zugeschlagene Autotür wird ihn dazu veranlassen, rückwärts oder vorwärts zu hechten, eventuell klaren Abstand zu suchen und die ersten Sekunden im Überlebensmodus zu verharren, ganz sicher, Flucht oder Attacke. Sich aber nach ersten Schreckmoment recht schnell wieder beruhigen und die Sache vergessen. Ein heftiges Gewitter kann ihm zwar zu schaffen machen, lautes Donnergeräusch nimmt er ganz klar erkennbar wahr, zeigt Unbehagen, ist aber trotzdem führbar. Ja. Die Zeit vor Silvester kann ihm gestohlen bleiben. Er ist merklich unruhiger bei den Spaziergängen und zeigt, dass ihm die andere Richtung, in welcher keine Feuerwerkskörper gezündet werden, lieber wäre. Er ist führbar, aber die Spaziergänge sind klar verspannter, als sie es normal sind. Der 31. Dezember kann zu heftigem Durchfall bei ihm führen. Ja. Der Schuss bei der Schutzarbeit stört ihn häufig erstaunlich wenig. Ja. Die Freude an der Arbeit ist viel stärker als der Knall. Diesen Hund würde ich als schussempfindlich bezeichnen. Der Hund mit Schussangst flüchtet bei fallendem Kochtopf bei Möglichkeit in einen Raum, der ihm den meisten Schutz bietet. Bei ihm ist Beruhigen, etwas Einwirken angesagt. Er braucht etwas länger, um die nicht vorhandene Gefahr zu akzeptieren. Eine neben ihm laut zugeschlagene Autotür verstört ihn extrem. An der Leine ziehende Flucht ist zu erwarten. Dieser Hund neigt dazu, nicht gesichert abzuhauen. Ja. Bei heftigem Gewitter braucht der Besitzer gar nicht erst zu versuchen, mit dem Hund rauszugehen. Er wird es verweigern und wäre bei Aufenthalt im Freien nur sehr schwierig zu führen. Auf das Entleeren wird vergessen, dieser Hund ist im Überlebenstunnel gefangen. Ja. Die Zeit vor Silvester ist ein Horror. Appetitverlust, Durchfall, extreme Unsicherheit. Viele Hundebesitzer müssen in dieser Zeit zu Beruhigungsmittel und Hotelzimmer außerhalb des Geschehens zurückgreifen. Ja. Die Schutzarbeit an sich wäre schon toll. Ja. Der Knall allerdings ist zu mächtig für diesen Hund. Hier ist die Angst stärker als der Spaß. Diesen Hund bezeichne ich ganz klar als Hund mit ausgeprägter Schussangst. Nun, liebe Zuseher, kann man Schussfestigkeit antrainieren? Schauen Sie, wenn mal ausgewachsene Schussangst da ist, dann ist der Zug abgefahren. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, viele Hunde kommen schussfest zur Welt. Wenn diese Hunde in Gegenden leben, wo es nicht zu
ruhig ist, in Umgebungen unterwegs sind, in welchen eine Vielzahl an verschiedenen Geräuschen unterschiedlichen Lärmpegels vorkommen und diese Hunde nicht durch völlig unerwartete Explosionsgeräusche wie ein vor die Pfoten geworfener Knallkörper traumatisiert werden, dann bleiben die meisten davon auch ihr ganzes Leben lang schussfest. Ja, eigenartigerweise kommt es aber vor, dass auch knallgewöhnte Hunde im Alter von 2 bis 3 Jahren ohne besondere Vorkommnisse schussempfindlich werden. Ich habe zum Thema Schussfestigkeit, Schussempfindlichkeit vor nicht allzu langer Zeit mit einigen Jägern in unserer Ortschaft gesprochen. Ja, die bewegen sich mit ihren Hunden zum Thema an der Front. Und hier wurde mir das bestätigt. Auch hier wurde mir von Hunden erzählt, die knallgewöhnt waren, schussfest waren, wo nie irgendwelche besonderen Vorkommnisse dazu geführt haben, dass einige dieser Jagdhunde schussempfindlich wurden und dennoch wurden sie es. Auch meine Hunde wurden vom schussfesten Hund zum schussempfindlichen. Allerdings spielten da traumatische Erlebnisse mit. Ja. Hunde mit ausgebrochener Schussangst sind meiner Meinung nach nicht mehr umzudrehen. Ja, das ist, wie gesagt, davon bin ich überzeugt. Schauen Sie, ich weiß nicht, mit wie vielen Hundebesitzern ich zum Thema in meinem Leben gesprochen habe, aber selbstverständlich kommt dieses Thema am Platz zur Sprache, speziell bei der Schutzarbeit, mit Leuten, die wegen dem Knall den Platz verlassen, entweder nur um danach wieder zurückzukehren oder nach Hause zu fahren. Ich kannte unzählige Hundebesitzer, die wussten, wie der Hase läuft, die fantastische Hundeführer waren, welche wussten, mit Hunden umzugehen, und alle diese Leute arbeiteten mit ihren Hunden zum Thema. Kein einziger davon konnte seinem Hund die Schussangst nehmen, wenn die mal ausgebrochen war. Ja, es ist so, ja. Hier können Sie als Besitzer nur versuchen, das Beste daraus zu machen. Ne? Versuchen, typischen Zeiten wie Silvester irgendwie auszuweichen. Einsatz von beruhigenden Substanzen wie Kräuter oder Ähnliches in Verbindung mit der Unterstützung Ihrer Anwesenheit, ja, die ebenfalls beruhigt. Klare Sache. Ja. Den Hund dabei zu ignorieren und nicht beizustehen, das nimmt Ihren Vierbeiner garantiert etwas an Vertrauen in Sie weg. Ganz sicher, ganz sicher. Schauen Sie, ich spreche hier von Hunden mit ausgewachsener Schussangst, nicht von schussempfindlichen Hunden. Und zu diesem Thema möchte ich Ihnen zum Abschluss jetzt die Geschichte von Boris, meinem ersten Hund, und anschließend die Geschichte von Vito, meinem aktuellen Banditen, zum Thema erzählen. Ja, Boris war von klein auf völlig unbeeindruckt von lauten oder knallenden Geräuschen. Ja, Gewitter, Silvester und ganz besonders der Schuss bei der Schutzarbeit ließen ihn völlig kalt. Ja, der Hund war 100% schussfest und einer der besten GH3-Hunde, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Nicht nur, weil er mein Hund war. Ja, in den späten 80ern, ich war etwa 18 Jahre alt, war ich mit Boris spazieren. Es dämmerte schon, das wird so im Oktober, November muss das gewesen sein. Dezember war es noch nicht. Doch es wurde schon geballert. Sie wissen, ich weiß nicht, wie diese Knallkörper tatsächlich heißen. Wir sagten immer Piraten dazu. Das sind diese Knallkörper, die man an den Streichholzschachteln reibt. Ja, die entwickeln einen Knall in der Lautstärke einer 9 mm. Also sie sind nicht so laut wie diese Böller, mit denen diese Idioten heute halbe Häuser wegsprengen, aber sie sind laut genug. Ich traf bei diesem Spaziergang 2 meiner Freunde, ehemalige Schulkameraden. Boris war frei, das war zu 99% immer, denn egal ob zu Silvester oder nicht, der war immer 100% zugänglich geistig für mich und hatte einen exzellenten Gehorsam vorzuweisen. Also er war auch an dem Tag frei. Ja, und nahm Witterung am Boden auf. Ich schnupperte am Boden herum, während ich mit meinen 2 ehemaligen Schulkollegen mich unterhielt. Nach etwa 5 Minuten gingen 2 uns unbekannte Typen bei uns vorbei und einem fiel nichts Besseres ein, als einen dieser Piraten an einer Zündholzschachtel anzuwerfen und meinem Hund etwa 1 Meter vor die Beine zu werfen. Boris merkte den nicht, der Pirat detonierte etwa 1 Meter vor den Ohren meines Hundes, der sich wahnsinnig erschreckte
5, 6 Meter zur Flucht antrat, mit gesenkter Rute, zurückgeklappten Ohren, völlig verstört dastand. Die beiden Typen hauten ab, nahmen ihre Beine in die Hand. Meine 2 Kumpels liefen denen nach. Das war eine Sache, die ich ebenfalls so gern getan hätte, doch ich musste mich in diesem Moment um meinen Hund kümmern. Ich weiß, dass sie einen dieser beiden erwischt haben und der bekam dann fest Salz ab. Mir unbekannt diese Leute, der andere konnte flüchten. Ja, und von diesem Tag an reagierte er nicht nur auf Feuerwerkskörper, sondern das erste Mal auch auf Donnerwetter. Also das war ihm vorher völlig egal, ob es donnerte oder nicht. Und ab diesem Tag, ab diesem Vorfall, reagierte er auch auf Donner. Er war da verspannter, er zeigte mir klar erkennbar, das gefällt ihm nicht. Ja, dieses Arschloch hat Boris mit dieser Aktion das stabile Wesen zum Thema zerstört. Und wenn ich daran zurückdenke, würde ich den am liebsten suchen und ihn einige aufs Maul hauen. Ja? Aber ist halt so, was soll ich tun? Ja? Bei der Schutzarbeit allerdings blieb alles beim Alten. Der Schuss berührte ihn nicht mal einen Millimeter. Im Gegenteil, hörte er den Neuner krachen bei einem Hund, der vor ihm dran kam, konnte es schon gar nicht mehr erwarten, selbst zum Zug zu kommen. Das war natürlich toll, wir konnten an der Schutzarbeit weiterarbeiten. Damit hatte das nichts zu tun. Doch durch diesen Vorfall dieses einen Idiotens wurde Boris von einem Schussfesten zu einem Schussempfindlichen. Und ich weiß nicht, was in den Köpfen der Leute vorgeht. War schon mit, weiß nicht wie alt die waren, vielleicht 17, 18 Jahre, keine Ahnung, aber wir waren auch Banditen in diesem Alter. Es wäre mir niemals eingefallen, einem Hund einen Knallkörper vor die Beine zu werfen. Ich kann Ihnen nur sagen, es war sein Glück, dass mir mein Hund in dem Moment wichtiger war, als die Verfolgung von ihm aufzunehmen. Dann hätte ich den erwischt. Ich weiß nicht, ob das für mich gut ausgegangen wäre. Ja. Vito war bis vor 2 Jahren schussfest. Ja. Schoss ein Jäger im Wald unweit von uns entfernt. Und das kommt nicht selten vor. Sah er kurz auf und setzte gleich danach völlig unbeeindruckt davon den Spaziergang mit mir fort. Ja. Der Donner bei heftigem Gewitter war ihm völlig egal. Die Knallerei der Vor-Silvesterzeit nahm er zur Kenntnis, störte ihn aber überhaupt nicht. Vor 2 Jahren gingen wir zusammen die letzte Abendrunde. Wir gehen die letzte Runde immer zwischen 20 und 21, 21.15 Uhr, 21.30 Uhr. In unserer Ortschaft gibt es einige schöne Räumlichkeiten, die man für diverse Feste mieten kann. Und an diesem Abend fand in einer dieser Räume eine Geburtstagsfeier statt. Und an diesem Raum gingen wir vorbei. Da war vorne so es war keine Tür, das war so ein Eingang, ein betonierter, ein offener. Davor war so ein betonierter Platz und dahinter war der Eingang in die Räumlichkeit. Ja, draußen standen einige Leute, schon etwas lustig gewesen. Das war im Sommer, also man rechnet zu dieser Zeit nicht mit Feuerwerkskörpern. Ich weiß schon, dass häufig bei Hochzeiten dann ein Feuerwerk stattfindet. Doch ja, es war Geburtstagsfeier, man sah draußen, glaube ich, ist gestanden 25 oder 20, weiß ich nicht mehr. Vito und ich gingen vorbei und in dem Moment, wo wir diesen Eingang passierten, rollte ein Böller vor unsere Füße. Aber der war nicht absichtlich auf uns geworfen, sondern der war einfach in Übermut rausgerollt. Die konnten nicht um 6 sehen, sahen meinen Hund nicht daherkommen. Ja, und auch der detonierte etwa 1 Meter vor meinem Hund und mir. Und das war's. Sie können sich vorstellen, dass ich nicht sehr erfreut war und recht aufgeregt meinem Unmut auch freien Lauf ließ. Also diese Leute da drin, das war eine ganze Partie junger Leute, 20, 25 Jahre, hörte einige unangenehme Dinge von mir. Sie entschuldigten sich 100-mal, aber das nützte mir nichts mehr. Denn Vito entwickelte sich durch diesen Vorfall vom Schussfesten zum schussempfindlichen Hund. Ja, Donner macht ihm nach wie vor überhaupt nichts aus. Schießt ein Jäger in unserer Nähe, allerdings ist er merklich verspannter als früher. Ja. Und zur Silvesterzeit ist er jetzt weit unruhiger unterwegs als vor diesem Vorfall. Er ist zwar absolut führbar, aber klar erkennbar angespannter, als es vorher der Fall war. Und am 31. Dezember um 0 Uhr verspüre ich die Notwendigkeit, ihm jetzt meinen Beistand zu versichern, obwohl er hier die
ganze Zeit über zu 100% für mich zugänglich ist. Ja, letzten Silvester hat er Durchfall bekommen, da war er etwas aufgeregt. Ja, so kann das Ganze aussehen, liebe Zuseher. Ein schussfester Hund kann zum schussängstlichen Hund werden. Ein schussängstlicher Hund wird mit Sicherheit kein schussfester Hund mehr. So sehe ich das, so leid es mir für alle Leute tut, die an der Schussängstlichkeit ihres Hundes arbeiten. Umdrehen werden sie ihren Hund nicht mehr können, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht finden Sie da draußen irgendeinen Hunde-Gandalf, der das schafft. Ich habe noch keinen kennengelernt. Ja, so viel zum Thema. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.